Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Natalia und ich bin deine Deutschlehrerin. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr wichtigen Thema. Dieses Thema ist für viele Deutschlernende am Anfang ein kleines Rätsel. Wir sprechen über den Plural im Deutschen, also die Mehrzahl von Nomen. Zum Beispiel ein Tisch, viele Tische. Eine Lampe, viele Lampen. Ein Haus, viele Häuser. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Plural im Deutschen bildest, und du bekommst viele Beispiele, die du sofort benutzen kannst. Wie immer gibt es eine PDF-Datei mit allen Beispielen und Erklärungen aus diesem Video. Am Ende dieser Datei findest du sogar 2 Übungen, damit du dieses Thema noch besser verstehst. Also klicke auf den Link unter dem Video, lade dir die Datei herunter und dann geht es direkt los. Hast du dieses Video schon geliked? Und abonnierst du meinen Kanal? Das ist ganz wichtig. Bitte unterstütze mich mit einem Daumen nach oben und klicke jetzt auf Abonnieren. Singular bedeutet Einzahl, also nur einmal. Es gibt nur ein Objekt oder eine Person, wie in diesem Beispiel. Das Bild hängt an der Wand. Du siehst, hier gibt es nur ein Bild, deshalb Einzahl, Singular. Und was ist der Plural? Der Plural bedeutet Mehrzahl. Es gibt also mehr als ein Objekt oder eine Person, so wie hier. Die Bilder hängen an der Wand. Wir haben hier 2 Bilder, deshalb Mehrzahl. Wir brauchen den Plural also immer dann, wenn wir über mehr als eins sprechen. Das kennst du bestimmt schon, denn in den meisten Sprachen gibt es den Plural. Für die Pluralform benutzen wir immer den Artikel die. Das ist sehr praktisch. Für den Plural haben wir nur einen Artikel, die. Egal, ob das Nomen im Singular den Artikel der, die oder das hat, im Plural sagen wir immer die. Der Tisch, die Tische. Die Tische stehen im Restaurant. Die Lampe, Singular, die Lampen, Plural. Die Lampen im Wohnzimmer sind neu. Oder das Buch, die Bücher. Die Bücher liegen auf dem Tisch. Im Plural gibt es übrigens keinen unbestimmten Artikel. Also es gibt nur den Artikel die. Das bedeutet, wenn du im Singular ein oder eine benutzt, lässt du den Artikel im Plural einfach weg. Wie hier. Ein Tisch, Tische. In dem Raum stehen Tische. Oder eine Lampe, Lampen. Im Wohnzimmer hängen Lampen. Oder ein Buch, Bücher. Auf dem Regal liegen Bücher. Wenn du genauer sagen willst, dann kannst du aber Mengenwörter verwenden. Zum Beispiel: In dem Raum stehen einige Tische. Also ein paar, mehr als 2, 3, einige. Im Wohnzimmer hängen viele Lampen, viele. Oder auf dem Regal liegen 2 Bücher. Das ist leicht zu merken, oder? Aber die Pluralendungen im Deutschen sind leider nicht so einfach. Deshalb schauen wir uns jetzt die wichtigsten Regeln zusammen an. Grundprinzipien der Pluralbildung. Es gibt keine klaren, 100%igen Regeln bei der Pluralbildung im Deutschen. Es gibt wie immer ganz viele Ausnahmen. Aber du kannst dir trotzdem merken, dass die Pluralform oft von folgenden Faktoren abhängt. Also, dem Genus des Nomens. Das Genus ist das grammatikalische Geschlecht eines Nomens. Also ob das Wort maskulin der, feminin die oder neutral das ist. Davon hängt die Pluralform ab.
Der zweite wichtige Faktor bei der Pluralbildung ist die Endung des Nomens im Singular. Auf die Endung achten wir auch immer. Also Nummer 2, Endung des Nomens im Singular. Viele Pluralformen hängen direkt davon ab, wie das Wort endet. Also, wenn dein Nomen im Singular zum Beispiel auf ein E endet, dann endet die Pluralform auf EN. Zum Beispiel die Katze, Plural, Katzen. Tasche, Taschen. Lampe, Lampen. Der dritte Faktor ist die Silbenzahl. Die Silbenzahl. Eine Silbe ist ein Teil des Wortes. In jeder Silbe gibt es entweder einen Vokal, also A, O, U, I, Ä, Ö, Ü, oder zwei Vokale zusammen, wie in Au oder Ei. Das nennt man dann ein Doppellaut oder Diphthong. Silbe, Teil eines Wortes mit mindestens einem Vokal. Man kann Silben oft hören, wenn man ein Wort langsam spricht oder die Silben mitklatscht. Das geht so: Fuß, Ball, Spiel. Oft haben einsilbige Wörter bestimmte Endungen. Das schauen wir uns nachher noch mal genauer an. Also, jetzt weißt du, wie man ein Wort in Silben teilen kann. Fuß, Ball, Spiel. Diese 3 Punkte, das Genus, die Endung und die Silbenzahl, helfen dir dabei, den richtigen Plural zu finden. Um dann den richtigen Plural zu bilden, brauchen wir aber natürlich noch die passenden Regeln. Und die schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Wir beginnen mit den femininen Nomen. Die feminin. Fast alle femininen Nomen bilden den Plural mit der Endung en. En manchmal plus Umlaut. Hier sind ein paar Beispiele für dich. Die Minute, die Minuten. Ich habe noch 5 Minuten Zeit. Die Lampe, die Lampen. Die Lampen im Schlafzimmer sind sehr hell. Die Lampen. Die Freiheit, die Freiheiten. Menschen haben in diesem Land viele Freiheiten. Viele feminine Nomen bekommen im Plural zusätzlich einen Umlaut. Zum Beispiel die Stadt, die Städte. Berlin und Hamburg sind große Städte. Die Hand, die Hände. Meine Hände sind kalt. Also feminine Nomen, die Endung en und oder Umlaut. Regel Nummer 2, einsilbige maskuline und neutrale Nomen. Viele maskuline und neutrale Nomen mit einer Silbe bilden den Plural mit e. Oft kommt noch ein Umlaut dazu. Wir schauen uns das an. Der Tag, die Tage. Die Tage im Sommer sind lang. Der Stuhl, die Stühle. Die Stühle im Esszimmer sind bequem. Ist dir aufgefallen, dass wir hier im Plural einen Umlaut haben? Die Stühle. Hier das Tier, die Tiere. Die Tiere im Zoo sind sehr schön. Oder das Spiel, die Spiele. Wir spielen gemeinsam viele Spiele. Regel Nummer 3, einsilbige neutrale Nomen. Also, neben den einsilbigen Nomen, die im Plural auf e enden, gibt es noch viele einsilbige neutrale Nomen, die den Plural mit er bilden. Auch diese Nomen haben im Plural häufig einen Umlaut. Das Kind, die Kinder. Die Kinder spielen im Garten. Oder das Haus, die Häuser. Die Häuser in der Stadt sind alt. Oder das Glas, die Gläser. Das Glas, die Gläser. Die Gläser stehen in der Küche. Regel Nummer 4. Nomen auf A, O, I, Y oder Abkürzungen. Bei dieser Gruppe von Nomen spielt das Genus keine Rolle. Hier geht es nur um die Endung des Nomens im Singular. Viele Nomen, die auf A, O, I bzw. Y enden,
bekommen im Plural oft ein S. So wie diese hier. Das Auto. Was ist die Pluralform? Die Autos. Die Autos parken vor dem Haus. Das Büro. Die Büros. Die Büros sind im 3. Stock. Die Info. Die Infos. Die Infos stehen auf der Webseite. Das Hobby. Die Hobbys. Meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Hobbys. Genau das gleiche mit dem Wort, zum Beispiel das Handy. Das Handy, Plural, die Handys. Regel Nummer 5. Nomen im Singular auf ER. Viele Nomen im Deutschen enden im Singular auf ER. Hier gibt es eine gute Nachricht. Hier bleibt die Form im Plural meistens gleich. Das bedeutet, wir hängen keine neue Endung an. Das Wort bleibt gleich. Zum Beispiel der Computer, die Computer. Die Computer finden Sie im 2. Stock. Der Lehrer, die Lehrer. Das Gehalt der Lehrer in Deutschland ist gut. Das Zimmer, die Zimmer. Bitte räumt heute eure Zimmer auf. Und noch ein Beispiel. Der Koffer, die Koffer. Wir packen unsere Koffer. Auch in dieser Gruppe gibt es wieder Nomen, die im Plural ihren Vokal wechseln. Der Vater, die Väter. Unsere Väter arbeiten beide in derselben Firma. Der Bruder, die Brüder. Meine Brüder spielen gern Fußball. Die letzte Gruppe sind Nomen, vor allem Fremdwörter, die spezielle Pluralformen haben. Diese muss man leider auswendig lernen. Also, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Ein paar wichtige Nomen habe ich für dich hier mitgebracht. Das Datum, die Daten. Ganz genau. Das Datum Singular, die Daten. Ich habe die Daten für das Meeting notiert. Noch ein Nomen, das Risiko, die Risiken. Das Risiko, die Risiken. Es gibt viele Risiken im Straßenverkehr. Das Thema, die Themen. Die Themen im Kurs sind sehr interessant. Das Lexikon, die Lexika. Die Bibliothek hat viele Lexika. Noch ein Beispiel, das Visum, die Visa. Na, kanntest du diese Pluralformen? Schreib sie in die Kommentare. Vokalwechsel. In einigen der Gruppen hast du es gesehen, oft verändert sich im Plural auch der Vokal im Wortstamm, in der Mitte des Wortes. Damit du auch weißt, wie sich die Vokale verändern, fasse ich es dir hier zusammen. A, die Nacht, die Nächte. Die Nächte im Winter sind lang. Au, oi. Das Haus, die Häuser. Oi, die Häuser. Die Häuser im Dorf sind klein. Ü. Der Fuß, die Füße. Meine Füße tun weh. Ö. Der Vogel, die Vögel. Die Vögel singen im Garten. Merke dir hier, maskuline Nomen mit den Pluralendungen e und er haben oft einen Umlaut. Der Stuhl, die Stühle. Der Vater, die Väter. Feminine Nomen haben im Plural fast immer einen Umlaut, wenn möglich. Zum Beispiel die Maus, die Mäuse. Die Maus, die Mäuse. Die Stadt, die Städte. Die Kuh, die Kühe. Nomen ohne Plural oder ohne Singular. Wenn wir über den Plural sprechen, müssen wir auch kurz darüber reden, dass es Nomen gibt, die im Deutschen keinen Plural haben.
Schau mal hier. Das Obst, Obst. Obst ist gesund. Der Durst, wir hatten Durst. Die Liebe, Liebe ist das Wichtigste im Leben. Es gibt außerdem Nomen, die offiziell einen Plural haben, die wir aber eigentlich immer im Singular verwenden. Zum Beispiel das Glück. Glück kann man nicht kaufen. Oder die Politik. Die Reporterin berichtet über die Politik ihres Heimatlandes. Die Musik. Ich höre morgen gern Musik. Und dann gibt es Wörter, die es nur im Plural gibt. Zum Beispiel die Leute. Die Leute im Park spielen Fußball. Oder die Geschwister. Bruder und Schwester zusammen. Die Geschwister. Meine Geschwister wohnen in Berlin. Die Kosten. Die Kosten für das Haus sind sehr hoch. Interessant, oder? Zum Schluss habe ich noch einen wichtigen Tipp für dich. Lerne jedes Nomen immer mit dem Plural. Also nicht nur der Tisch, sondern der Tisch, die Tische. Du kannst es auch mit Beispielsätzen machen, damit du den Plural automatisch im richtigen Kontext benutzt. Und jetzt bist du dran. Schreibe mir in die Kommentare 3 Nomen im Singular und im Plural. Am besten gleich in einem Satz. So übst du nicht nur die Pluralform, sondern auch den Satzbau. Und ich korrigiere die Sätze und gebe dir Feedback. Vergiss nicht, die komplette Übersicht mit allen Regeln, Beispielen und Übungen gibt es als kostenlose PDF-Datei. Den Link findest du in der Infobox. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!